Ja, 2024 hat jetzt schon ein paar Monate auf dem Buckel und ich habe mich jetzt entschieden, für dieses Jahr soll es nochmal ein eigenes Auto werden. Welches Auto habe ich mir jetzt nun bestellt? Es sollte eine Mischung werden aus kompakt, aber dennoch sportlich, aber auch nicht so kompakt, dass ich nichts reinkriege. Es ist ein Kia geworden. Ein Kia Proceed GT. Und warum ich mich dafür entschieden habe, ja, das Auto ist nun dem Ende nahe sozusagen. Die 1,6 Liter Motorgeneration wurde aus dem Programm genommen. Ja, aus verschiedensten Gründen, umwelttechnisch, sind 1,6 Liter Motoren leider nicht mehr zu halten hier in Deutschland oder in Europa, eher gesagt. Ja, entsprechend hat bei mir die FOMO gekickt. Ich habe gesagt, gut, take my money, ich nehme dieses Auto. Ja, und auf diese Reise möchte ich euch sehr gerne mitnehmen. Das heißt, wir gehen oder fahren am besten Fall von Potsdam aus nach Dessau-Roßlau. Das sind so circa 150 Kilometer von hier und ja, fahren dann zum Autohaus König, wo ich dann dieses Auto noch ergattern konnte. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben Anfang Februar, habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, eines dieser Wagen als Lagerware zu ergattern. Hallo. Könnte sein, dass es jetzt ein paar Monate später ist. Naja, am Anfang des Videos sagte ich ja noch, wir haben Februar, ne? Naja, jetzt ist es gleich April. Wir haben jetzt den 30. Wir hatten jetzt eben die Zeitumstellung. Müsst ihr vielleicht noch ein bisschen gucken, dass ihr bei Mobile und welche Plattform es gibt, halt eben noch ja, das letzte Modell irgendwie bekommt. Ja? Das soll es erstmal soweit zur Einleitung gewesen sein. Wir sehen uns dann gleich auf der Straße. Also macht's gut. DB 187 Richtung Dessau-Roßlau. So, wundervoll, oder? Kia Proceed, jetzt in der allerletzten Generation, wenn man so möchte. Ist schon krass, oder? 1,6 Liter Motoren werden jetzt auch schon ausgesondert und jetzt muss man schon Angst darum haben, ob man noch so ein Auto bekommt. Aber ja, da ist er nun. Ein Kia Proceed im Pentametall-Look. Ja, schöne Farbe. Ich dachte, schwarz würde auch vielleicht ganz gut passen oder das weiß. Aber ja, ich wollte schon immer irgendwie wieder ein graues Auto haben und ich glaube, der ist auch noch ein bisschen pflegeleichter als der schwarze, ja, oder der weiße. Hier auch jetzt mit Panoramadach und ich bin gleich mal gespannt, wie der sich fahren lässt. Auf jeden Fall, ich habe ja schon die eine oder andere Probe gefahren, aber ein eigenes Auto ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und wie man sieht, wir haben den auch bekommen ohne Kennzeichen. Ja, also ohne Kennzeichenhalter sozusagen, sodass da keine Löcher reingebohrt werden, weil Katie, die gerade die Kamera macht, die weiß ja, als ich meinen schönen Type R hatte, meinen FK8,
Ja, da hat man dann sehr ungelenk das Kennzeichen einfach rangebohrt, so schön durch alles durch, was dahinter sich verborgen hat, weil die sagten, naja, kürzere Schrauben haben die nicht. Oh, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt von Evality solche Klebekennzeichenhalter mit Magnetverschluss und so weiter. Und ich glaube, damit werden wir schon noch ein bisschen Freude haben. Da werden wir uns gleich auch dran machen, die Dinger mal dran zu schrauben. Ja, ich glaube, wir können mal bei der Front beginnen und dann, ja, gucken wir uns das gleich mal an. So, ja. Dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben die noch im anderen Auto. Aber Kennzeichen haben wir bereits. So. Ja, machst du gut. Brauchst du irgendwann auch noch. Achso, wir haben eigentlich noch ein weiteres Mikro. Ich weiß noch nicht, ob das denn die ganze Zeit am Durchfiepen ist oder so. Ja, und dann ist es eine Tonspur und dann ist es Kacke. Ja, nee, ist okay. Okay. So. Dann. Sitzkissen, ja. Die graue Farbe könnte vielleicht ein bisschen zu hell sein. Das ist gerade eine richtig schöne Aufnahme. Schon relativ hell, ne? Danke. Scheiße. Ja, das, was wir jetzt machen, ist, jetzt müssen wir erstmal die Gegenparts quasi herstellen, sodass wir hier diese Kennzeichenmagneten dran haben. Das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil wir wollen ja auch natürlich, dass es einigermaßen gerade ist. Nicht nur einigermaßen, sondern es soll auch gerade sein. Ja, genau. Und da probieren wir uns gerade so ein bisschen durch, sodass es auch möglichst gut klappt. Da die Stoßstange hier von Werk aus natürlich schon ein bisschen gebogen ist, müssen wir gucken, dass wir diese Plateholder, wie auch immer man die jetzt nennen möchte, dass man die vielleicht schon mal ein bisschen vorbiegt sozusagen. Ja, also ich glaube, das macht jeder von euch anders oder kann das von euch anders machen. Ich habe gerade das Gefühl, dass es so die beste Idee ist. Man muss natürlich gucken, nicht, dass hier das Material ermüdet und dann brichst du das Ding durch. Aber am Ende zehren ja auch nicht mehr so viele Kräfte, weil durch den Fahrtwind wird das Kennzeichen auch angedrückt. Genau. Das Schöne hier bei dem Auto ist, dass wir Vormarkierungen haben, quasi da, wo auch die Werkstatt dann die normalen Kennzeichenhalter anbringen kann. Und wir orientieren uns einfach an diese Teile. Wir haben ja hier so ein vorgefertigtes Loch quasi. Und da kann ich dann schon im Vorfeld einfach mal schauen, okay, wo müsste ich es anbringen, damit es funktioniert. Und dann geht das auch. Ansonsten ist auch der Kleber eigentlich stark genug, damit auch diese Rundung beibehalten werden kann. So, ziehen wir einfach ab. So, versuchen mit ein bisschen Augenmaß zu arbeiten, gerade eben schon mit dem Alkoholpad. Ja, mit dem Alkoholpad schon versucht hier also Reinigungsmittel und sowas zu lösen, damit auch der Kleber möglichst lange und gut hält. Aber ich glaube, jetzt so müsste das eigentlich ausreichen. Dann müssen wir jetzt eigentlich gleich nur noch das Nummernschild an sich mit einem bisschen Schleifpapier bearbeiten. Und dann sind wir auch durch mit der Geschichte. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es angebracht ist. Ja, der März ist abgeschlossen und ich habe das Auto jetzt seit ein paar Wochen in Bewegung, aber auch nicht jeden Tag. Bin ich halt dabei, ja,
meinen Kia einzufahren. Vielleicht habt ihr es ja gerade gesehen. Ich habe gerade eben schon die 1000 Kilometer geknackt sozusagen. Und ja, jetzt geht es langsam ins Eingemachte. Na, ich muss sagen, die Abgasanlage, die hört sich mittlerweile sogar noch einen Ticken krasser an. Also die paar Kilometer, die wir jetzt damit draufgespult haben, ja, die haben schon noch mal ein bisschen angeraut, den Sound. Ich werde demnächst wohl noch mal ein paar Videos machen bezüglich, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und dann kriegt ihr vielleicht so einen kleinen Überblick darüber, was dieses Auto gut kann, was es nicht gut kann. Ich bin jetzt noch kein Profi bei dem ProSeed, aber ich kann mir vorstellen, dass wir da in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten doch das ein oder andere ja, erleben werden. Ne? Ja, das ist es nun. Der ProSeed, so wie er da steht und ist. Ich mag den mittlerweile mehr und mehr und mehr. Ich meine nicht, sonst hätte ich mir den ja auch nicht gekauft. Aber ich muss doch sagen, auch in der Farbe, ich war ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Naja, aber jetzt haben wir den halt eben in Pentametall. Und in der Sonne sieht er auch wahnsinnig schick aus. Echt toll. Und das Wetter spielt jetzt auch richtig mit. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, ne, dann zögert nicht. Und ja, schreibt einfach mal rein, was ihr wissen möchtet. Vielleicht seid ihr auch gerade dabei, euch einen ProSeed zu kaufen. Wenn ihr auch in Potsdam oder Brandenburg in der Umgebung unterwegs seid, dann lasst es mich wissen. Wäre ganz cool, wenn wir hier mal so ein kleines Treffen vielleicht hinkriegen könnten. Ja, und dann, je nachdem, ob ihr es wollt oder nicht, können wir dann nochmal das ein oder andere Video zusammen machen. Ja, und dann bin ich gespannt, was die Welt des Tunings noch so hergibt. Ich bin aktuell noch so unsicher, was ich da noch alles machen soll. Aber es gibt doch noch eine Menge, was man optimieren kann. Ne? Achso. Was sagt ihr? Schriftzug drauf behalten oder nicht? Ich spreche hier von Kia ProSeed. Kann man ja mit dem Facelift jetzt alles sehr schön entfernen, genauso wie auch vorne. Hier ist es ja alles nur noch so aufgeklebt und das kriegt man relativ easy weg. Gut, dann bis zu den nächsten paar Videos. Ne? Ich halte euch einigermaßen aktuell. Mal gucken, was wir hier in den nächsten Tagen hier so geschafft bekommen. Ach so, und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich auch noch freuen. Ne? Warum sind denn eigentlich jetzt schon wieder Mücken unterwegs? Meine Güte.